Hallo zusammen. In diesem Video mache ich eine kleine Review zum Xiaomi 15.6 Pro Laptop. Ich habe ihn auf AliExpress bestellt, weil ich in der Ukraine bin und es solche Modelle bei uns noch nicht zu kaufen gibt. Genauer gesagt, es ist jetzt Juni 2020 und die Top-Ausstattung hier kommt mit einem i7-Prozessor der 10. Generation. Bei uns in der Ukraine wird maximal die 8. Generation verkauft. Ich habe im Internet hier und da gelesen, dass es die 9. gibt, aber entweder auf Bestellung oder in irgendwelchen dubiosen Läden. Aber in den bekannten Ladenketten, die man so kennt, gibt es maximal die 8. Generation und die kostet genauso viel, wie ich in China schon die 10., den i7, bestellt habe. Und hier ist ein 10-Kern-Prozessor. Es gibt 16 GB RAM und 512 GB Festspeicher und hier ist eine schnelle Toshiba SSD verbaut. Ich habe nachgesehen, die Geschwindigkeit beträgt bis zu 3000 Megabit pro Sekunde. Der Laptop war in so einem Karton verpackt. Ich habe ihn bestellt und ich habe noch fast $100 für die Zollabfertigung ausgegeben. Der Verkäufer hat ihn mit $350 deklariert und 2400 inklusive der Dienste des Brokers kostete die Zollabfertigung. Der Karton ist ein gewöhnlicher Pappkarton. Ich habe in Reviews gesehen, die hatten einen weißen, schönen. Hier kam der Laptop in einem gewöhnlichen Pappkarton. Hier ist Styropor, verschiedenes Verpackungsmaterial. Im Lieferumfang waren der Laptop selbst und das Ladegerät. Mehr war hier nicht dabei. So, das Ladegerät kommt mit einem amerikanischen Stecker. Es gab einen Adapter für Euro-Steckdosen, aber da ich mit den Chinesen schon lange befreundet bin, habe ich meistens schon Universalsteckdosen für solche hier. Amerikanische, für europäische, deshalb benutze ich es ohne Adapter. Das Ladegerät ist Type-C, das heißt, er wird über Type-C zum Laden angeschlossen und man kann ihn auch mit einer Powerbank aufladen, die 45 Watt liefert, ebenfalls über Type-C. Schauen Sie, es gibt auch für Laptops Powerbanks. Hier ist der Ladeanschluss. Auf dieser Seite gibt es noch einen Type-C-Anschluss, einen Steckplatz für eine SD-Speicherkarte und auf der anderen Seite haben wir zwei USB 3.0 Anschlüsse und einen normalen HDMI 1.4 und einen Kopfhöreranschluss. Man kann hier gleichzeitig zwei Monitore anschließen, über den HDMI-Anschluss und über einen Type-C-Adapter. Das heißt, zusätzlich zu diesem Bildschirm kann man hier noch zwei weitere Monitore anschließen. Ich habe hier noch nichts installiert. Windows ist drauf. Windows kommt ursprünglich aus China, auf Chinesisch, und man kann die Sprache nicht auf Russisch umstellen, deshalb muss man Windows sofort neu installieren. Aber es gibt eine Anleitung, wie man die Lizenz behält. Das Windows ist lizenziert, das Chinesische. Man muss sich einloggen, sein Konto aktivieren und es per Telefon bestätigen. Dort gibt man seine Nummer an, und es kommt eine SMS, man bestätigt, und die Lizenz wird mit dem eigenen Konto verknüpft. Deshalb wird nach der Neuinstallation von Windows die Lizenz beim Einloggen ins Konto aktiviert, und somit wird Ihr Windows auf diesem Laptop lizenziert, auch wenn Sie es selbst neu installiert haben, eine andere, aus dem Internet heruntergeladene Version aufgespielt haben. Und alles ist im Grunde in Ordnung. So, 16 GB Arbeitsspeicher, ein 64-Bit-System, i7 der 10. Generation, maximal 2,3 GHz. Nun, im Grunde ist hier auch eine Grafikkarte verbaut, die MX 250 von Nvidia. Grundsätzlich ermöglicht sie sowohl das Spielen von Spielen als auch die Nutzung für Videoschnitt und Fotobearbeitung in Photoshop. Übrigens ist hier auch ein sRGB-Monitor verbaut, so dass man sowohl Farbkorrekturen vornehmen, als auch in Photoshop Fotos bearbeiten kann. Diese Aufgaben bewältigt er hervorragend. Außerdem gibt es hier ein großes Touchpad, wie bei einem MacBook. Linke Taste, rechte Taste. Und er erkennt auch Berührungen, das heißt, wenn Sie an einer beliebigen Stelle mit einem Finger drücken, ist das bei uns ein Linksklick der Maus. Wenn man mit zwei Fingern gleichzeitig, ohne zu drücken, nur berührt, ist das bei uns die rechte Maustaste, und er erkennt Gesten. Das heißt, man muss nicht unbedingt diese Tasten suchen und drücken. Hier gibt es eine Taste, aber einfach, je nachdem, in welcher Position Sie berühren, an welcher Stelle, wird dadurch die rechte Maustaste oder die linke ausgelöst. Tatsächlich gibt es hier nur eine Taste, er erkennt einfach, an welcher Stelle Sie das Touchpad berührt haben. Er erkennt auch Gesten, Fingerabdruckscanner. Er funktioniert manchmal nicht beim ersten Mal, aber das kann passieren, wenn die Hand verschwitzt ist oder Schmutz darauf gelangt ist, aber im Prinzip funktioniert er.
Mehr oder weniger normal, genau wie bei Handys. Es kommt auch vor, dass er sich nicht beim ersten Mal entsperrt. Aber im Prinzip ist es ziemlich praktisch, man muss nicht jedes Mal das Passwort eingeben. Die Kamera hier hat ein Megapixel. HD-Qualität, nicht einmal Full HD. Ich weiß nicht, Sie hätten wenigstens schon eine Full-HD-Kamera einbauen können, aber es ist eine 1-Megapixel-Kamera. Ich habe sie noch nicht eingeschaltet, nicht einmal angesehen. Windows habe ich neu installiert, als nächstes werde ich verschiedene Programme für die Arbeit installieren. Spiele spiele ich nicht, daher kann ich zu Spielen nichts sagen, aber ich denke, mit dieser Ausstattung sollte er die meisten modernen Spiele bewältigen können. Die Kühlung hier ist gut. Auf der Rückseite unten gibt es 2 Lüfter. Ich zeige es euch jetzt. Hier ist ein Lüfter. Hier ist der zweite Lüfter. Der zweite Lüfter ist hier. Hier saugt er die Luft an und bläst sie durch. Diesen Schlitz wieder aus. Wenn das Display geöffnet ist, geht der Luftstrom sowohl nach oben als auch nach unten. Ich zeige es euch jetzt. So, hier kann man es sehen. Hier ist das Gitter. Hier kommt die heiße Luft raus, also entweder nach oben oder nach unten, je nachdem, wohin sie geblasen wird. Sonntag. Das ist für die Wärmeableitung. Und das Gehäuse hier ist aus Metall, aus einer Magnesiumlegierung gefertigt. Daher leitet es die Wärme auch gut ab. Außerdem gibt es hier Füße, damit er über dem Tisch angehoben ist, damit die Luft gut einströmen kann. Was haben wir hier noch? Windows ist lizenziert. Das Audio hier kommt übrigens von Harman-Lautsprechern. Naja, ich denke, das sind irgendwelche guten Lautsprecher. Ich habe mich auch nicht besonders damit auseinandergesetzt. Ich habe ihn erst vor kurzem bekommen. Aber der Klang ist ziemlich gut für ein Notebook. Hochwertig. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sie gerne stellen. Wenn ich Zeit habe, werde ich mich genauer mit der Hardware befassen. Wie man sie benutzt. Und ich werde im Prinzip die meisten Fragen beantworten können. Es gibt hier einen Steckplatz für eine SSD, daher kann der Speicher erweitert werden. Ich werde das etwas später machen. Man nimmt die hintere Abdeckung ab und fügt ihn hinzu. Mehr kann man nicht hinzufügen. Das heißt, der Arbeitsspeicher ist auf der Hauptplatine verlötet. Die GeForce MX 250 Grafikkarte ist ebenfalls integriert. Sie ist auf der Platine verlötet und kann nicht ausgetauscht werden. Und das war's. Man kann hier nur den Speicher erweitern. Aber von Haus aus sind hier 512 GB verbaut. Im Grunde gab es auch bei der Treiberinstallation keine Probleme. Nach der Windows-Installation. Die Treiber wurden im Grunde auch hier normal installiert. Ohne Probleme. Das Einzige ist, dass man nach der Windows-Installation, um Probleme zu vermeiden, warten muss, bis die Windows-Updates eintreffen und dann zu aktualisieren. Denn auf einem nicht aktualisierten Windows werden der Sound und die Grafikkartentreiber nicht installiert. Das heißt, wenn die Updates eintreffen und alles aktualisiert ist, dann installieren sich diese Treiber ohne Probleme. Versuchen Sie es nicht sofort, denn es könnten Fehler nach der Neuinstallation auftreten, dass irgendwelche Treiber fehlen. Das heißt, Windows muss sich über das Internet aktualisieren. Außerdem hat die Tastatur hier nur ein englisches Layout. Das ist die Hintergrundbeleuchtung. Ich habe sie ausgeschaltet, ich benutze sie nicht. Hier schaltet man sie mit einem Knopf ein, die Beleuchtung. Und im Grunde brauche ich sie nicht, ich arbeite nicht im Dunkeln. Aber diese Buchstaben hier, die leuchten. Und hier habe ich schon die Aufkleber angebracht, die der Verkäufer für die russische Tastatur beigelegt hat. Man könnte sie gravieren lassen, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe die Buchstaben aufgeklebt, die dabei waren. Aber das Schlechte daran ist, dass sie die Hintergrundbeleuchtung verdecken. Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung nutzen möchten, ist sie dort, wo die Buchstaben aufgeklebt sind, kaum sichtbar. Das heißt, diese hier leuchten gut, aber die aufgeklebten Buchstaben leuchten schlecht. Deshalb wäre es besser, eine Gravur machen zu lassen, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Nun, das war's im Grunde. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich werde ein separates Video darüber machen, wie man Laptops aus China bestellt, welche Modelle, wie viel es kosten wird, wie viel die Zollabfertigung kostet, welche Postdienste man nutzen sollte, denn ich habe schon verschiedene Modelle in unterschiedlichen Preiskategorien bestellt. Und ich kann euch erzählen, wie viel das insgesamt kosten wird und ob es sich überhaupt lohnt, das Risiko einzugehen. So, vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.